Die Fernsehshow von Johnny Cash lief von Sommer 1969 bis März 1971. Er präsentierte sich wöchentlich mit Familie, Band, Tourbegleitern und zahllosen weiteren Künstlerinnen und Künstlern. Viele davon begannen ihre Karriere in einer Johnny Cash Show. Die Show und was so drumherum sonst passiert ist Thema meiner heutigen Folge Memories of Johnny. Zusätzlich gibt es auch ein paar Informationen zum Ryman Auditorium, dem Haus, in dem die Grand Ole Opry bekannt wurde und wo die Show gedreht wurde. Ich freue mich, wenn du interessiert bist und dran bleibst. Am Schluss präsentiere ich den Song A Thing Called Love, den Johnny Cash 1971 für sein gleichnamiges Album aufgenommen hat. Damit herzlich willkommen zu Memories of Johnny. Gleich nach dem kurzen Intro geht's los. Hello, I'm Johnny Cash. Johnny Cash schreibt in seiner Autobiografie von 1997, ich zitiere: Ich habe es schon immer als eine gewisse Ironie empfunden, dass ausgerechnet ein Gefängniskonzert, bei dem sich zwischen den Häftlingen und mir eine Beziehung entwickelte, wie unter verbündeten Rebellen, Außenseitern und Schurken, meinen Marktwert so weit nach oben steigen ließ, dass die Leute bei ABC mich für angesehen genug hielten, um mir eine wöchentliche, landesweit ausgestrahlte Fernsehshow anzuvertrauen. Zitat Ende. ABC ist der Fernsehsender, der in dem Zeitraum vom 7. Juni 1969 bis zum 31. März 1971 58 Folgen der Johnny Cash Show produziert und ausgestrahlt hat. ABC steht für American Broadcasting Company. Bevor ich zu den Details rund um die Show komme, möchte ich aber das Zitat von Johnny Cash am Anfang noch ein wenig einordnen. Denn nur etwa 1,5 Jahre vorher, vor der ersten Show, wäre so ein Projekt unmöglich gewesen. Wie ich bereits in einigen meiner Videos erwähnt habe, war Cash Ende 67 am Tiefpunkt durch die Drogen. Mit seinen Gefängniskonzerten stieg er wie der berühmte Phönix aus der Asche. Vorher war er bestenfalls nur noch ein Fall für die Klatschpresse und nun ein Gigant in der Musikbranche. Die Grundidee von ABC war zunächst, dass Cash eine Sendung moderieren sollte, in der alle bekannten, berühmten Entertainer und Komödianten auftreten. Aber Cash hatte ganz andere Vorstellungen. Für ihn sollte der Schwerpunkt bei der Country-Musik liegen. Er wollte auch Künstlerinnen und Künstler präsentieren, die noch neu und unverfälscht waren. Außerdem sollte es in jeder Sendung mindestens einen Gospel-Song geben. Und schließlich bestand er darauf, dass die Show im Ryman Auditorium gedreht wurde, dem Haus, in dem die Grand Ole Opry Show bekannt wurde. Die Herausforderung war, dieses Haus war nicht klimatisiert und es gab auch sonst keine technische Infrastruktur für so eine TV-Produktion. ABC wollte ursprünglich in Kalifornien drehen, aber Cash bestand auf diesem Haus. Zum einen, er wohnte in der Nähe. Das Haus steht in Nashville und er lebte in der Nähe auf seinem Grundstück in Hendersonville. Das ermöglichte ihm oft zu Hause zu sein. Zum anderen, dieses Haus hat eine Geschichte, die sich lohnt, näher hinzuschauen. Ursprünglich war es eine Kirche. Thomas Green Ryman ließ das Gebäude Ende des 19. Jahrhunderts bauen. Deswegen auch der Name Ryman Auditorium. Es bot schon bald Platz für Konzerte und politische Veranstaltungen. Richtig bekannt, überregional bekannt wurde es ab 1943, weil der Radiosender WSM dort wöchentlich seine Radiosendung der Grand Ole Opry Show ausgestrahlt hat. Und diese Show wurde legendär. Alles, was in der Country-Musik Rang und Namen hatte, fühlte sich geehrt, dort aufzutreten. Auch Johnny Cash hatte schon früh eine Beziehung zu dem Haus und zur Grand Ole Opry Show. Als Kind hörte der junge J.R., wie er damals noch hieß, diese Show aus dem batteriebetriebenen Radio auf der Farm seiner Eltern. 1950 besuchte er als 18-Jähriger mit seiner Schulklasse Nashville und sah im Ryman das erste Mal June Carter auf der Bühne, die ja 1968 seine zweite Ehefrau werden sollte. Bereits zu der Zeit war Cash von ihr begeistert.
Am 7. Juli 1956, also gut ein Jahr nach Erscheinen von Cashs erster Single, trat er selbst im Ryman auf, trifft June Carter hinter der Bühne und sagt zu ihr: Du und ich, wir werden eines Tages heiraten. Obwohl beide verheiratet sind, nur nicht miteinander, antwortet June schlagfertig: Ich kann es kaum erwarten. Die nächsten Jahre trat Cash weiter gelegentlich im Ryman auf, er wollte aber kein festes Mitglied werden, um sich nicht an eine feste verbindliche Zahl von Auftritten zu binden. 1965 bekam er sogar mal Hausverbot und das passierte wie folgt. Er steuerte auf den Tiefpunkt seiner Drogenzeit zu und sein Zustand beim Auftritt war entsprechend. Er hatte offenbar ein Problem mit seinem Mikrofonständer und dieser kleine Funke genügte für einen Zornausbruch. Er zertrümmerte die komplette Bühnenbeleuchtung. Soweit ich weiß, wurde das Hausverbot 1968 wieder aufgehoben. Ich vermute, dass es aufgrund dieser vielen Ereignisse und Erinnerungen und Vorkommnisse für Cash eine Art Befriedigung, vielleicht sogar Wiedergutmachung bedeutet, wenn die Johnny Cash Show künftig aus diesem Haus gesendet werden würde. ABC gab jedenfalls nach, auch wenn der Preis hoch war. Cash schreibt in seiner Autobiografie, dass im Sommer im Scheinwerferlicht schon mal 60 Grad Celsius gemessen wurde. Jedenfalls wurde diese Show schnell erfolgreich und populär und schon bald saßen Millionen von Menschen jede Woche vor dem Fernseher. Neben den zahlreichen Stargästen gehörten zu den ständigen Mitgliedern die Tennessee Three, die Carter Family, die Statler Brothers und die Hausband aus dem Ryman Auditorium mit dem Dirigenten Bill Walker. Eine persönliche Anmerkung: Ich bin seit 50 Jahren Johnny Cash-Fan und diese Show gehört zu meinen frühesten Cash-Erinnerungen. Sie wurde damals auch im deutschen Fernsehen gezeigt und ich habe sie mir angeschaut, wann immer es möglich war. Ein Highlight für mich war eine Miniserie in jeder Folge. Die Serie hieß Ride This Train. Und das war auch der Titel des ersten Konzeptalbums von Johnny Cash von 1959 mit einem virtuellen Reisebericht durch Amerika und Rückblicken in die amerikanische Geschichte. Vor der Kulisse eines Eisenbahndepots erzählte Cash Geschichten über den Goldrausch, den Pony Express, den Wilden Westen, den Bürgerkrieg, die Vertreibung der Indianer. Dazu spielte er passende Songs an. Es ging auch um musikalische Pioniere wie Jimmie Rodgers, den singenden Eisenbahnbremser, oder die Carter Family. Und nicht zuletzt ging es um Schicksale von Eisenbahnern, Bergwerksleuten, Truckern und so weiter. Cash lag diese Serie sehr am Herzen. Die Show wurde nach und nach immer familiärer, vor allem nach der Geburt von John Carter Cash im März 1970, dem gemeinsamen Sohn von Johnny und June. Auch religiöse Themen und Songs spielten eine immer größere Rolle. Insofern war Cash authentisch, ist authentisch geblieben, weil auch in seinem Privatleben beide Themen zunehmend immer wichtiger wurden. Das wiederum brachte allerdings auch alle möglichen Kritiker auf den Plan. Die Show war zu ländlich, zu viel Country, zu viel Familie, zu viel Religion. ABC brachte nach und nach mehr Gäste in der Show unter, mit denen Cash nicht mehr so viel anfangen konnte und er fühlte sich zunehmend unwohl. Er sollte den Country-Anteil reduzieren und er sollte auf seine Miniserie Ride This Train komplett verzichten. Cash schreibt in seiner ersten Autobiografie von 1975, Der Mann in Schwarz, ich zitiere mal: Wenn ich nicht mehr das bringen kann, was gehaltvoll ist und der Wirklichkeit entspricht und auch nicht sagen kann, was die Menschen direkt angeht, wie in unserem Programm Ride This Train, wenn ich mir außerdem meine Gäste nicht mehr selbst aussuchen kann und diese Gäste auch nicht mehr aus meinem Freundeskreis der Country-Musik kommen dürfen, wenn diese Shows auch nicht mehr länger in Nashville aufgenommen werden können, dann sagen Sie bitte dem Hauptquartier, dass June und ich es nicht bedauern, wenn der Vertrag für diese TV-Show nach dieser Saison nicht erneuert wird. Zitat Ende. Der Vertrag wurde
nicht verlängert und manche vermuteten, dass vor allem ein öffentliches Glaubensbekenntnis in einer seiner Shows kurz vorher für den Sender ABC schließlich zu viel wurde. Cash erfuhr von dem Vertragsende während einer Tour durch Australien. Vielleicht gefiel ihm die Art und Weise nicht, aber ich denke, richtig böse war er nicht darüber. Es war eine sehr anstrengende Zeit. Jeden Montag bis Mittwoch wurde geprobt. Donnerstags wurde gedreht. Freitag bis Sonntag ging er auf Tour. Die Show wurde übrigens samstags ausgestrahlt. In der vorletzten Show ließ er es nochmal richtig krachen. Das Publikum waren Studierende aus Vanderbilt und er präsentierte erstmals seinen Song Man in Black. Das ist dann auch der Titel geworden von seinem ersten Plattenalbum nach der Show, was er aufgenommen hat. 2 Dinge hier interessant. Erstens, er hat die Aufnahmen musikalisch nur mit den Tennessee 3 gemacht, also ganz spärliche, sparsame Instrumente. Und zum Zweiten der Plattencover. Ich blende es mal hier ein bisschen näher ran. In der Mitte stehen die Buchstaben Abkürzung JCAT. Das heißt nichts anderes als Johnny Cash After Television. Johnny Cash nach dem Fernsehen. Er beschreibt seine Erleichterung und die Freude, mal wieder Studioaufnahmen machen zu können. Er beschreibt weiter, dass die harte Arbeit, Platten zu machen und auch wieder persönlich auf Tour gehen zu können, 2 Dinge seien, die er liebt. Es bleibt die Erinnerung an ein einmaliges Stück Fernsehgeschichte und vielleicht schaust du dir ja mal Videos der Show auf YouTube oder auch auf dieser DVD an, um die Magie dieser Show selbst zu erleben. Ich komme damit zum Song A Thing Called Love und so klingt's in meiner Version. 6'6", he stood on the ground. He weighed 235 pounds, but I saw that giant of a man brought down to his knees by love. He was the kind of a man that would gamble on luck, look you in the eye and never back up. But I saw him crying like a little whipped pup because of love. You can see it with your eyes, hold it in your hand, but like the wind that covers all land, strong enough to rule the heart of any man, this thing called love. It can lift you up, never let you down, take your burden, turn it all around. Ever since time, nothing's ever been found that's stronger than love. Love, a thing called love. Most men are like me, they struggle and doubt. They trouble their minds day in and day out. Too busy with living to worry about a little bird like love. But when I see a mother's tenderness as she holds a young close to her breast, then I thank God that the world's been blessed with a thing called love. You can see it with your eyes, hold it in your hands, but like the wind that covers all land, strong enough to rule the heart of any man, this thing called love. It can lift you up, never let you down, take your burden, turn it all around. Ever since time, nothing's ever been found that's stronger than love. Ever since time, nothing's ever been found that's stronger than love. A thing called love, a thing called love. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in meiner nächsten Folge wieder. Allerdings mache ich jetzt erstmal eine Zeit Urlaub. Ich wünsche euch auch eine schöne Zeit. In meiner nächsten Folge geht es um Johnny Cash als Schauspieler, Johnny Cash und seine Filme. Bis dahin, tschüss und bleibt gesund.